Ja? Matthias, ich mach mich auf den Weg. Was, jetzt schon? Neuruppin ist Heimat. In Neuruppin geht's um die Wurst. Neuruppin ist Fontane. Neuruppin ist hochprozentig. Neuruppin ist Weingenuss. Neuruppin ist Rock'n'Roll. Neuruppin hat Aufwind. Neuruppin ist Vielfalt. Neuruppin ist Herzenssache. Neuruppin sind wir die Innenstadt. Neuruppin ist optimal. Neuruppin ist auch Familiengeschichte. Oh, man kommt. Hallo. Mensch, hallo Matthias. Pünktlich. Ich denke, du arbeitest bei der Bahn. Herzlich willkommen in der alten Likörfabrik. Welche 1883 von Hermann Degener gegründet wurde. Hier im alten Ladengeschäft kann man etwas über die Geschichte des Unternehmens und auch die Herstellung dieser Ruppiner Originale, wie zum Beispiel Ruppiner Klosterkorn oder Ruppiner Klosterlikör, erfahren, welche es, ergänzt durch neue Kreationen, auch heute noch zu kaufen gibt. Und wie eigentlich kommt die Birne in die Flasche? Bring mal erstmal deine Tasche weg und dann gehen wir los. Genau, so machen wir das. Neuruppin mit Abstand die schönste Stadt. Neuruppin ist superkalifragilistikexpialigetisch. Neuruppin ist einfach alles. Aber nicht europäische Kulturhauptstadt. Wir können Neuruppin. Neuruppin, wir können. Vielleicht sollte ich ihn doch lieber erst zu einem Eis einladen, denn nicht nur er, sondern auch... Neuruppin liebt Eis. Und das gibt es auf Italienisch mit einem breit gefächerten Angebot in Paolos Eisdiele Il Gelato. Irgendwie anders bei Polly oder im Il Gelato Eiscafé, sogar mit Bedienung. Man soll keine essenden Menschen filmen. Ich freue mich unheimlich, dass du es geschafft hast zu kommen. Das ist ja quasi eine Gegeneinladung zu deiner Einladung nach Chemnitz im Februar dieses Jahres. Ja, und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, denn schließlich haben wir es schon lange geplant und schön, dass wir jetzt endlich zusammen hier durch Kleinpreußen promenieren. Dann werde ich dir mal heute meine Lieblingsplätze und die für mich wichtigen Orte unserer schönen Stadt zeigen. Neuruppin liegt an einem See. Der wird von unserem kleinen Flüsschen Rhin durchflossen, ist an einigen Stellen sogar über 20 Meter tief und schlängelt sich so durch die Landschaft. Und wenn man ihn jetzt strecken würde, hat er eine Länge von 14 Kilometern und ist damit der längste See Brandenburgs. Einer meiner Lieblingsorte ist hier Neuruppin am See am sogenannten Bollwerk. Das diente nicht nur wie heute der Fahrgastschifffahrt oder den Anglern oder den jungen Leuten, die hier abends gelegentlich feiern, sondern war früher auch richtig ein Umschlagplatz für Güter aus der Region, Rüben, Kartoffeln, Torf, Salz. Und außerdem findet hier jedes Jahr am 1. Maiwochenende das traditionelle Mai- und Hafenfest statt. Mit Bier, Bratwurst, Drachenbootrennen, in dem Mannschaften aus der Stadt und von außerhalb gegeneinander antreten, anschließender Siegerehrung, Konzert und Tanz bis in die Nacht und Feuerwerk.
Ich sitze hier manchmal gar nicht, gehe sogar manchmal eher los zur Arbeit, um hier morgens den Sonnenaufgang zu sehen. Ja. Ne? Aber jetzt lass uns mal weitergehen, denn wenn wir die Stadt erkunden wollen, müssen wir was gegessen haben und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Das ist schon mal ein guter Anfang für eine Stadtbesichtigung. Na los, ich darf bloß meinen Rucksack nicht stehen lassen. Ne? Und Frühstück gibt's jetzt in einem kleinen Café, das neu eröffnet hat. Und das ist im alten Pförtnerhäuschen des ehemaligen Feuerlöschgerätewerks Neuruppin. Ah ja, Erinnerst du dich? oder? Feuerlöscher aus Neuruppin. Ich glaube, die kennt jedes Kind aus der DDR. Ja. Neuruppin ist, wo die Gespräche genauso gut sind wie der Cappuccino. Herzlich willkommen, kommt gerne rein. Sucht euch einen Vielen Platz Dank. aus. Ende Juli haben mein Papa und ich dieses Café eröffnet und von Frühstück bis Cocktails kann man bei uns alles erwerben. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und da kommt das Frühstück. Ah, sehr gut. Rührei. Eine hervorragende Grundlage für unseren Stadtrundgang heute. Minimax hieß die Firma und war in Berlin gegründet worden, und zwar schon 1902. Vielleicht gehen wir heute oder morgen noch mal ins Museum, da steht so einer von diesen Urfeuerlöschern. 1905 sind die dann nach Neuruppin gezogen und haben hier auf dem Gelände am Seeufer das Feuerlöschgerätewerk eingerichtet. Und hinter mir sieht man noch das alte Verwaltungsgebäude hier, das rote. Nach der Wende ist das Gerätewerk dann aber rausgezogen in ein anderes Industriegebiet. Und wie du siehst, ist hier jetzt um diese ganzen Industrieanlagen ein neues Wohngebiet entstanden. Aber das ist schön, dann wird es wenigstens genutzt und sind nicht so, wie es bei uns leider noch viel zu oft gibt, solche hässlichen Brachflächen oder Industrieruinen. Ja, es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn für die Stadt. Es sind Wohnungen entstanden, es sind Ferienwohnungen entstanden. Also ich finde das eigentlich sehr schön. Aber dann wünsche ich dir erstmal einen guten Appetit. Genau. Also, dann lass das Und schmecken. dann geht's weiter. Und wer in der gegenüberliegenden Bar am Minimax ausgelassen feiernd die Nacht zum Tag gemacht hat, der kann dann morgens im Café zum Pförtnerhäuschen gleich frühstücken gehen oder, je nach Länge der Veranstaltung, geht er gleich zu Herrn Fenske, genau gegenüber. Moderne Gastronomie In Neuruppin. mit dem Restaurant Herr Fenske haben wir in Neuruppin einen Ort geschaffen, der moderne Gastronomie und eine entspannte Atmosphäre verbindet. Ein stilvolles Ambiente mit offener Küche, transparent, lebendig und nah. Neben unseren 5- und 7-Gänge-Menüs gibt es hochwertige Patisserie, ein Apero am Nachmittag oder einfach eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein auf unserer Terrasse. Ein Ort zum Ankommen, zum Genießen, zum Zusammensein. Für Neuruppin. Und jetzt frag dich nochmal, warum das Feuerlöschwerk direkt am Seeufer gebaut wurde. Ganz einfach, die brauchten das viele Wasser, um ihre Feuerlöscher aufzufüllen. Na gut, aber genau dieser See ist es, der auch jede Menge Touristen jedes Jahr anzieht. Und viele von ihnen übernachten im Ressortmarkt Brandenburg. Und das zeige ich dir jetzt. Und wer sich hier nicht willkommen fühlt, ist selbst schuld. Neuruppin ist international. Wir sind das Ressortmarkt Brandenburg, bestehend aus einem 4,5-Sterne-Hotel und der Fontane-Therme mit 5000 Quadratmetern Wellnessfläche. Das 4,5-Sterne-Haus ist mit seinen 130 Zimmern in 8 Kategorien, inklusive 4 Grand Suiten mit Kamin und Rundumbalkon, das größte Hotel der Stadt. Und bietet seinen Gästen die vielfältigen Angebote der Fontane-Therme selbstverständlich inklusive an. Natürlich sind auch Tagesgäste willkommen. Und immer dran denken, in diesem Bistro trägt man Bademantel. Die hängen in der Grand Suite übrigens gleich links im Bad. Insgesamt sind wir ein sehr, sehr international aufgestelltes Team, haben 140 Kollegen aus 18 Nationen, die hier miteinander arbeiten. Wir haben insgesamt 6 Tagungsräume. Abends können unsere Gäste sich in der Bar zurückziehen und einen Cocktail genießen. Oder mit einem Whisky die Gehirnzellen trainieren. Das sind wir.
Ein Teil der Therme entstand bis 2007 übrigens auf dem Gelände des Verwaltungsgebäudes des ehemaligen Gaswerks. Das prachtvolle Eingangsportal fand beim Neubau des Ressorts Mark Brandenburg am Seeufer an gleicher Stelle Wiederverwendung. Die Fliesen sind aus der Kunsthandwerkersiedlung Gildenhall. Handwerker aus den unterschiedlichsten Bereichen taten sich zusammen, nicht nur gemeinsam zu schaffen, zu leben und an dem Ideal eines neuen Menschen zu feilen, sondern auch im Sinne ihrer Ideale eine neue Stadt des Handwerks zu erbauen. Insgesamt handelte es sich um einen Lebensentwurf des Bauhauses und des sogenannten Deutschen Werkbundes. Das Ganze hatte aber bedauerlicherweise keinen langen Bestand. Unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise endete dann die große Zeit dieses hoffnungsvollen Projektes. Nichtsdestotrotz kann man noch heute an einigen Neuruppiner Hausfassaden Fliesen und Ornamente aus der Kunsthandwerkersiedlung Gildenhall bewundern. Der berühmte in Hamburg-Altona geborene Keramiker Richard Mutz ist heute auf dem Friedhof in Altruppin beerdigt. Ob wohl Theodor Fontane während seiner Wanderung je so komfortabel übernachtet hat? Nun, fragen können wir ihn nicht. Aber Effi Briest scheint sich, ausgelassen schaukelnd auch bei kühleren Temperaturen, am Außenkamin in der Nähe des Schöpfers recht wohl zu fühlen. Der Besuch der kulturellen Veranstaltungen im Foyer, zum Beispiel der Freitagskonzerte, der gemütlichen Kaminbar oder auch des Restaurants Seewirtschaft stehen natürlich auch jedem anderen offen. In der Seewirtschaft kocht man sehr traditionell oder elegant mit richtiger Show in der gläsernen Küche. Und fantastisch kochen müssen die wohl auch, denn den hochgiftigen Kugelfisch zubereiten, das können doch nur die ganz Großen, oder? Aber wem begegnen wir hier eigentlich wieder? Hatten wir im Hotelfoyer nicht schon mal Bekanntschaft gemacht? Thomas, was du hier hinter uns siehst, ist der Parsival, eine Skulptur geschaffen vom Künstler Matthias Zargon-Holstein, einem nicht nur regional bekannten, sondern auch deutschlandweit und international renommierten Künstler, welcher hier in der Nähe ein Atelier hat. Wie du weißt, steht diese Figur der Sage nach für Aufbruch, Neuanfang, aber auch für Naivität und vor allem für die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich persönlich finde, dass es, wenn man sich von Seeseite Neuruppin nähert, immer ein kleines bisschen so aussieht, als würde man in New York einfahren. Allerdings ohne dieses Eis oder was die Freiheitsstatue da in der Hand trägt. Neuruppin fährt Rad. Und sogar mit Liegerad. Und das ist in einer Stadt, welche 1787 sicherlich nicht vorrangig für den Fahrradverkehr konzipiert wurde, gar nicht mal so einfach und erfordert schon viel gegenseitige Rücksichtnahme. In der Radpassage kann man dann die lockeren Schrauben nachziehen bzw. die abgefallenen Teile ersetzen lassen oder man kauft sich gleich ein neues Rad oder sogar ein E-Bike. Und wo, wenn man neu in der Stadt ist, meinst du, kann man sich dann am besten zuerst einen Überblick über die Stadt verschaffen? Na, hier auf dem flachen Land würde ich sagen, bietet sich doch ein Kirchturm an, oder? Und wo ist hier einer? Na, dort zum Beispiel. Neuruppin hat die Kraft der 2 Kerzen. Wieso nur 2? Neuruppin hat doch die Kraft der 3 Kerzen. Jetzt mal Zündkerzen hin oder her. Auf jeden Fall hat Neuruppin die Kraft der 2 Türme. Diese wurden von 1905 bis 1908 an das älteste Gebäude der Stadt, die nach fast 50 Jahren Bau, An- und Umbauzeit um 1300 fertiggestellte Klosterkirche angebaut. Von hier oben hat man einen tollen Blick über den Ruppiner See und die Stadt. Da unten, das ist übrigens das denkmalgeschützte Kasernenstubenensemble. Allerdings blieb das um 1740 erwartete Regiment aus, sodass die Gebäude seitdem bereits zivil genutzt wurden.
Klosterkirche war ein Teil des 1246 gegründeten Dominikanerklosters, dessen erster Prior Pater Wichmann durch Glockengeläut zum Essen gerufen, vom gegenüberliegenden Ufer direkt übers Wasser zurückgelaufen sein soll. Manchmal haben Wunder eine ganz einfache Ursache. So sieht er jedenfalls aus, hier aus Metall im Kircheninneren. Und hier aus Metall vor der Kirche. Aber nach seinem Tode sollte, so hatte Wichmann es befunden, er in einem Glassarg beerdigt werden mit Gold und Geschmeide. Und der liegt unter dieser Linde und darf erst dann gehoben werden, wenn diese Linde gestorben ist. Und so lebt und blüht sie bis heute jedes Jahr. Und kein Mensch weiß, ob an dieser Geschichte was dran ist. Und was ist die Moral der Geschichte? Wenn wir zum Essen auf die andere Seeseite gehen, lasst uns vorsichtshalber mit dem Auto außen rumfahren. Müssen wir jetzt sowieso, wo der Seedamm gesperrt ist. Wahrscheinlich hatte man den für ihn aufgeschüttet. Also ich fand das jetzt hier ganz interessant, aber nach diesen kulturellen, historischen Genüssen steht mir jetzt eigentlich mein Sinn nach ganz anderen Genüssen. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll. Aber wenn du auf den Nikolaikirchenstrich anspielst, das ist nicht Neuruppins Herbertstraße, da muss ich dich enttäuschen. Das ist lediglich eine Markierung des Ortes, an dem die Nikolaikirche in Neuruppin bis zum Stadtbrand im August 1787 gestanden hat. Eher kulinarischer Natur. Ach so. Ja, auch Durst habe ich vor allen Dingen bei der Hitze. Schön kühl ist es. Ein billiger Trick, die Leute in die Kirche zu holen, oder? Danke fürs Orgelspielen. Zum Essen lädt direkt in der Nähe der Klosterkirche das Restaurant zur Wichmann-Linde ein und das sogar mit Seeblick. Und etwa 150 Meter weiter in der Poststraße scheint man im Klosterhof schon auf uns gewartet zu haben. Einmal das Tagliatelle mit Lachs und Tomaten. Vielen Dank. Und einmal Tagliatelle mit Schweinefilet. Ich danke dir. Guten Appetit. Und der gemütliche Klosterhof, der kann nicht nur mit gutem Essen, sondern auch noch mit etwas ganz Besonderem aufwarten. Jedes Jahr zum Beginn der Adventszeit gestaltet Klosterhofbetreiber Marco Lerpin mit seinem Team den verwinkelten Innenhof des beliebten Restaurants zu einem Märchenwald um. Mit Weihnachtspostamt, Weihnachtsbäckerei und natürlich auch Weihnachtsmann. Szenen berühmter Märchen und nicht nur von denen der Gebrüder Grimm, sondern auch von Wilhelm Hauff oder zum Beispiel aus 1001 Nacht werden hier liebevoll gestaltet, festlich weihnachtlich ausgeleuchtet und zum größten Teil sogar bewegt dargestellt. Und welche Märchen erkennen Sie? So, jetzt ist uns aber wirklich kalt genug. Zurück zum Sommer. Normalerweise fängt man ja eine Stadtführung für einen Touristen bei uns am Fontane-Denkmal an, von Max Wiese. Für Leute, die aus Chemnitz kommen, machen wir aber auch eine Ausnahme und fangen hier am Karl-Marx-Kopf an. Wow, und da bekommt man doch richtige Heimatgefühle. Ja, das Ding wurde 1959 aufgestellt. Stand dann auf dem Schulplatz an prädestinierter Stelle vorm Gymnasium oder auch da, wo bis 1947 ein Denkmal von Friedrich Wilhelm II. Stand. Jetzt steht da wieder Friedrich Wilhelm II. Und Karl Marx hat es in die zweite Reihe zum Rosengarten geschafft. Das ist halt der Zeitgeist, ne? Übrigens, lustige Geschichte am Rand. Bei der Suche nach den Informationen zu diesem Kopf hat mir die Google-KI gesagt, dass es sich um eine eindeutige Kopie des Nüschels von Karl-Marx-Stadt handelt. Die KI munkelt manches. Nicht so ganz ausgereift. Jetzt sind wir in Neuruppins Innenstadt angekommen. Neuruppin hat das große Glück, dass wir jede Menge inhabergeführte Geschäfte noch haben und wenig Leerstand. Neuruppin hat Durchblick. Und dafür sorgt Optikermeisterin Heike Maas in ihrem Traditionsgeschäft Gisa Optik, das sich seit 1974 hier an der Karl-Marx-Straße befindet. Und Durchblick, den braucht man hier wirklich in einer Stadt mit einer Verkehrsführung, die zumindest für Ortsunkundige
recht undurchsichtig sein kann. Im Laden von Frau Hannaleck gibt es zum Beispiel alles in oder um Neuruppin und vor allen Dingen auch von Fontane und genauso heißt er auch Herr Fontane. Guten Tag. Bei uns dreht sich alles um die Birne. Herzlich willkommen in der Fontane-Stadt Neuruppin. Ein kleines Gastgeschenk von uns. Ui, das ist super, vielen Dank. Und spätestens jetzt bin ich überzeugt, dass Matthias recht hat. An Neuruppin soll man doch nicht vorbeifahren. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. In Neuruppin dreht sich alles um Fontane. Es gibt Fontane Schule, Fontane Döner, Fontane Straße und Fontane Platz. Ja, es gibt sogar eine Fontane Ampel. Es gibt die Fontane Buchhandlung. In Neuruppin interessiert man sich für Bücher. Und etwas legerer Theos. Neuruppin ist gut. Stimmt. Deutsche und internationale Küche, handwerklich gut gemacht. Und das seit 20 Jahren. Herzlichen Glückwunsch und viel Glück für die weiteren 20 Jahre. Und es gibt jedes Jahr irgendwo in der Region den Fontane Wandermarathon, auf dem man, mehr oder weniger allein, wunderbar seinen Gedanken nachhängen kann. Leider sind 80% der von mir geplanten Wandergruppe heute verhindert. Die übrigen 20% haben sich dann aber mit ungefähr 495 anderen Wanderern am Vormittag in Fehrbellin auf den Weg gemacht. Und die nach immerhin 1,5 Kilometern Wanderung aufkeimende Hoffnung auf eine Pause mit einem kühlen Bier im Lokhaus im alten Fehrbelliner Bahnhof wurde leider um 9:30 Uhr im Keim erstickt. Ein ganzer Fontane-Kosmos. Und das Fontane-Kosmos-Team kümmert sich um alle Veranstaltungen rund um Geburts- und Todestag, rund um die literarischen Veröffentlichungen und rund um die Biografie von Theodor Fontane. Der zum Beispiel schrieb: Wer nicht persönlich zugegen ist, kommt immer zu kurz. Es gibt sogar Busreisen auf den Spuren des in Neuruppin geborenen großen Wanderers durch die Mark Brandenburg. Und jetzt starten wir unsere Tour am einzig richtigen Ort. Max Wiese schuf diese Skulptur des in ein weites Feld blickenden Fontanes. Leider ist ihm der Blick mittlerweile versperrt. Max Wiese wird uns allerdings als Bildhauer in der Stadt heute noch begegnen. Neuruppin ist mobil. Dank der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft. Vielen Dank für das Angebot, aber wir gehen lieber zu Fuß. Bei mir geht's um die Schuhe in der Schuttruhe. Die gibt's sogar auch in Wittstock. Thomas, wusstest du eigentlich, dass Neuruppin von einer fast vollständig erhaltenen, über 3 Kilometer langen Stadtmauer umgeben ist? Mensch, Matthias, du siehst mich beeindruckt. Also so viel Grün hätte ich hier in der Stadt gar nicht erwartet. Ich habe immer gedacht, Neuruppin ist eine alte Militärstadt, wo es bloß viele große, weite Plätze zum Exerzieren gibt. Aber so viel Grün. Ich wusste, dass dir das als Wanderer entgegenkommt, aber mit Militärstadt gibst du mir eigentlich auch das Stichwort. Denn Friedrich der Große war ja auch mal schließlich Friedrich der Kleine. Ja, nachvollziehbar in eurer Stadt, wo es auch einen kleinen Karl Marx gibt. Auch einen kleinen Fritz, ne? Ja, ganz klar. Der Marx war aber nicht Regimentskommandeur, im Gegensatz zu Friedrich dem Großen. Denn der war hier ab 1732 Regimentskommandeur über ein Hugenottenregiment zu Fuß. In dieser Zeit in Neuruppin wohnte er im Kronprinzenpalais, das gibt's nicht mehr, und trat dort, und die gibt's noch, durch die sogenannte Prinzenpforte auf die Wallanlagen, um ins weite Ruppiner Land zu blicken. Damals verstellte noch kein Bahnhofsgebäude den Ort. Das wäre für Preußen des 18. Jahrhunderts doch noch ein bisschen sehr modern gewesen. Neuruppin kann ein Bund fürs Leben werden. Herzvertraut, Hochzeitsreden und Partyverleih. Wer heiraten möchte, nimmt sicherlich gern Nancy's Herzvertraut-Service in Anspruch. Die Braut kauft ihr Kleid hier, im Liana Brautmoden direkt am Schulplatz. Und der Bräutigam seinen Anzug etwa 100 Meter weiter im Herrenmode Schraps, dem Spezialisten für Dresscode in Neuruppin in der Karl-Marx-Straße. Und die Gäste? Die kaufen ihre festliche Bekleidung vielleicht auf halber Strecke, nämlich genau hier. Neuruppin zieht an. Das Modehaus Bruns ist seit 31 Jahren in Neuruppin, seit 1998 übrigens auch am Schulplatz. Das kann schon als alteingesessen gelten.
Hier gibt es Bekleidung aller gängigen Modelabels für sie und für ihn und nicht nur für Hochzeitsgäste. Und seit Modehaus Bruns wissen wir endlich auch, wie dieser Pierre Cardin oder wie der heißt aussieht, während wir uns bei Marco Polo weiterhin auf die Darstellung zeitgenössischer Künstler verlassen müssen. Wir schweifen ab. Also zurück in den Tempelgarten. Ich glaube, nach der Trauung brennt das Ding dann. Und wenn dann nach einigen Jahren die Eheringe abgelaufen sind, Neuruppin für gesunde Hunde und entspannte Halter. dann repariert Linda zumindest den kaputten Familienort. Und während dieser Zeit als Regimentskommandeur, also während dieser 4 Jahre in Neuruppin, ließ der spätere Friedrich der Große den sogenannten Amalthea-Garten anlegen. Das waren aber auch nicht nur Blumen und Bäume so zum Flanieren, sondern hier wurde auch ganz knallhart Gemüse und Obst angebaut. Sein Kumpel, Freund und Offizier Wenceslaus von Knobelsdorf, der entwarf ihm, da gehen wir jetzt gleich mal hin, da oben diesen Tempel, den sogenannten Apollo-Tempel. Und damit war der Name Tempelgarten geboren. Ah, das ist ja interessant. 1736 verließ der Kronprinz dann die Stadt in Richtung Rheinsberg. Du erinnerst dich, das Rheinsberger Schloss. Da haben wir uns schon mal getroffen. Stimmt. Naja, und gut 100 Jahre später kaufte dann die Wustrauer Kaufmannsfamilie Gens das gesamte Areal. Und die waren durch Tuchmacherei, Geldgeschäfte und Torfstecherei zu Geld gekommen und ließen dann dieses Gelände aufwendig in orientalischen Stil umgestalten. Denn beide jüngeren Söhne, also Alexander der Kaufmann und Wilhelm der Maler, waren um die Welt gereist und mit einer unglaublichen Begeisterung für den Orient zurückgekommen. Wilhelm Gens hat eine wichtige Karriere gemacht als Maler, vor allem bekannt geworden zu seiner Zeit als Orientmaler. Er ist sehr, sehr viel gereist, von Uppsala in Schweden bis ins südliche Nubien in der Zeit. Wirklich was ganz Außergewöhnliches, und er hat viele, viele Studien vor Ort betrieben, hat lange auch in Ägypten gelebt und hat diese Mode des Orients quasi auch mit ins Preußische zurückgebracht. Das schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Konkurs gegangene Musterlandgut der Familie Gens, Gensrode, präsentiert sich heute zwar immer noch im orientalischen Stil, aber in einem erbarmungswürdigen Zustand und wartet auf einen Retter. Und über all diese Geschichte und Geschichten kann man im Neuruppiner Museum viel mehr erfahren. Das befindet sich im sogenannten Nöldechenhaus, dem Wohn- und Amtsgeschäftshaus eines ehemaligen Neuruppiner Bürgermeisters. Neuruppin ist gelebte Geschichte. Das Museum in Neuruppin hat eine 160-jährige Geschichte tatsächlich. Die Sammlung selber ist schon über 200 Jahre alt zum Teil. Und sie wurde erstmals präsentiert 1865 im Alten Gymnasium. Auf diesem historischen Stich, der gemacht worden ist anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Alten Gymnasiums, sieht man tatsächlich diese kleinen links und rechts abgebildeten historischen Schränke. Das sind die ersten Ausstellungsmöbel des Museums in Neuruppin. Das Museum geht mit seiner Architektur und konzeptionellen Ausrichtung sicherlich weit über den Anspruch eines Heimatmuseums mit Spinnwirtel, Dreschflegel und Bauerntracht hinaus. Auf diesem Merian-Stich aus der Mitte des 17. Jahrhunderts kann man wunderbar Neuruppin entdecken, wie es ausgesehen hat vor dem Stadtbrand, der 1787 weite Teile der Stadt zerstört hat. Man kann hier bei der hinterleuchteten Version auf dem Modell sehen, wie die mittelalterliche, frühneuzeitliche Stadtanlage gewesen ist. Der Stadtbrand ist dann letztendlich ausgebrochen im damaligen Scheunenviertel vor den Toren der Stadt. Das Modell zeigt, wie man die Stadt nach dem Stadtbrand 1787 wieder aufgebaut hat. Man hat 3 große Stadtplätze geschaffen und hat damit eben eine Weite geschaffen, die heute Neuruppin noch ausmacht. Und diese neu geschaffene Weite der Stadt war nicht nur preußischer Brandschutz des 18. Jahrhunderts, sondern führte schon damals dazu, dass Neuruppin duftet. In der Parfümerie de Vries findet man wirklich jeden Duft, das andere Geschlecht zu betören oder auch das eigene oder zur Not sich selbst. Okay, nun gerade nicht seit über 220 Jahren, aber immerhin schon seit 1980. Natürlich in der Karl-Marx-Straße. Die wichtigste Mittelachse durch die gesamte Stadt, die schon aus dem Mittelalter stammt, wurde verlängert bis zum damaligen Königstor, an dessen Stelle sich heute der Fontaneplatz befindet. Und diese historische Mittelachse ist heute, wie auch damals nach dem Stadtbrand, die Geschäftsstraße unserer Stadt. Neuruppin, schön und scharf.
Unser Schneidwaren-Fachgeschäft seit 1990 im Herzen dieser Stadt. Heute heißt sie Karl Marx, früher Friedrich-Wilhelm-Straße. Namen ändern sich. Genau wie Neuruppin hat Lifestyle. Mode und Lifestyle. Seit über 17 Jahren kaufen Menschen mit Lifestyle hier ein. Für Menschen ohne gibt's eine Büchse Lifestyle, sozusagen eine Dosis Lifestyle zum Ausprobieren. Auch das geschäftliche Umfeld ändert sich. Gewissermaßen eine Straße mit Einzelwandel. Neuruppin liebt seit 1998 unsere kompetente Beratung. Und nicht nur die Einschüler. Hier in der Karl-Marx-Straße und den angrenzenden Seitenstraßen bekommt man nahezu alles für die Zeitspanne zwischen Geburt und Grube. Neuruppin braucht keine heiße Birne mehr. Aber zurück zu unserem kleinen Museumsrundgang. Im historischen Haupthaus beschäftigt sich die Ausstellung vorrangig mit der Rolle Neuruppins und seiner bekannten Persönlichkeiten im sich wandelnden Umfeld aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und wir können uns heute wirklich glücklich schätzen, dass sich Neuruppin nicht mehr wie in den 70ern geplant in so eine 100.000 Einwohner Industriestadt verändert hat. Ja, und da fällt mir immer beim Mosaik bei August Pickel. Herrlich, ne? Und morgen zum ollen Fontane. Ein ganz besonderes Highlight für uns zu Theodor Fontane bei uns im Museum ist tatsächlich diese alte Uhr, die aus Familienbesitz der Fontanes stammt. Sie ist eigentlich aus dem Besitz des Großvaters und Theodor Fontane hat sich sehr dafür eingesetzt, dass er das Erbe dieser Uhr antreten wird, denn er wollte unbedingt im Takte dieser Uhr leben und auch im Takte dieser Uhr sterben. Sie stand viele, viele Jahre bei ihm im Arbeitszimmer, was auch noch auf historischen Fotos belegt ist, und begleitete ihn tatsächlich bis zu seinem Ende. Ein ganz besonders schönes Exponat im Museum Neuruppin ist die Handprothese aus dem Mittelalter, die vermutlich einem sehr wohlhabenden Menschen gehört haben mag. Und sie ist vielleicht damals konstruiert worden, gebaut worden zum Halten von Zügeln. Man kann tatsächlich die einzelnen Fingergruppen einzeln verstellen. Der moderne Museumsanbau ist Wechselausstellungen vorbehalten, wie zum Beispiel hier die Fontane-Ausstellung im Fontanejahr oder aktuell die Bilderbogenausstellung oder Fotos eines tschechischen Künstlers, der seine Heimatstadt Nymburk aus der Luft fotografiert hat. Der Museumsgarten wiederum bietet genug Perspektiven für eine Outdoor-Ausstellung und im Sommer kulturelle Veranstaltungen aller Art. Neuruppin ist Glitzer auf mein Haupt. Und keine Asche. Übrigens, in Neuruppin trägt auch Bello eine modische Frise. Fell weg, Style da, Neuruppin ist verhunzt. Allerdings sollte man auch als Hund, um nachher nicht völlig verhunzt auszusehen, gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen. Dann lass uns mal sehen, was in der Stadt so los ist. Neuruppin stellt zu. Neuruppin ist Haut und Seele. Bei Nafisa an der Wichmannstraße kann man sich nicht nur die Haut, sondern auch die Seele streicheln lassen. Das heißt ja auch Balsam für die Seele. Oder? Neuruppin ist auch Tanzen. Tanz ist Leidenschaft, Passion. Deswegen heißt der Laden von Regina Giericke in der Wichmannstraße auch Con Passione. Denn hier gibt's nicht nur Damenmode, sondern alles, was man braucht, um dieser Tanzleidenschaft nachzugehen. Nicht nur Tanzschuhe, sondern auch das elegante Kleid für den Galaabend oder Bekleidung zur Ausübung des Tanzsportes. Sogar auch für die Kleinen. Apropos die Kleinen.
Das große Glück ist manchmal ganz klein. Im Sunshine in der Karl-Marx-Straße gibt es neben Baby- und Kindermode der Größen 92 bis 176 auch Enten fürs Entenrennen beim nächsten Mai- und Hafenfest. Ballettkleidchen gibt's hier aber nicht. Übrigens, vielleicht hast du es schon mitgekriegt, nach dem Stadtbrand ist Neuruppin auf dem Reißbrett komplett neu entstanden und hat seitdem so eine richtige schachbrettartige Grundstruktur. Kommt dir das irgendwie aus dem Erzgebirge bekannt vor? Ja, das stimmt. Das gibt es bei uns auch. Zum Beispiel Marienberg oder Seidar wurden schon am Reißbrett entworfen. Auch in Neuruppin liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Seit 13 Jahren ist das Pirtus in Neuruppin für Reitsportliebhaber und für alle, die am Pferd Freude haben, da. Hier gibt's alles, was den Reitsportliebhaber und gelegentlich auch das Pferd erfreut. Und warum das Hufeisen mit der Öffnung nach oben aufgehängt werden muss? Na klar, damit das Glück nicht rausfällt. Ach, übrigens, Matthias, wenn wir hier so bummeln, mir fällt ein, in irgendeinem deiner Neuruppin-Filme hattest du doch irgendwas von Neuruppiner Bilderbögen erzählt. Bilderbogen, Thomas, es heißt Bilderbogen. Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurden Bilderbogen in Neuruppin produziert von zwei großen Verlagen, Gustav Kühn und Oemeke und Riemenschneider, und einem kleineren Verlag. Und sie sind letztendlich in fast ganz Europa verbreitet worden und haben den Namen Neuruppins in halb Europa bekannt gemacht. Die Neuruppiner Bilderbogen sind ein wichtiger kultureller Beitrag gewesen zum Bildmedium des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Bilderbogen sind produziert worden im Steindruckverfahren. Man hat also einen großen speziellen Stein genutzt, hat ihn entsprechend präpariert, konnte ihn bemalen und bezeichnen und mit sehr, sehr feinen grafischen Linien arbeiten. Das Phänomen bei den Bilderbogen aus Neuruppin war, dass sie in großer Stückzahl gedruckt werden konnten und gleichzeitig aber zu einem kleinen Groschen damals erschwinglich gewesen sind. Die Motive waren ganz, ganz unterschiedlich. Es gab religiöse Motive, es gab Spielebogen, es gab später Modellbaubogen, es gab Ereignisbögen, die gezeigt haben, was gerade Spannendes in der Welt passiert ist. Wichtige historische Ereignisse wurden abgebildet. Und dafür war Neuruppin damals weltweit bekannt. Auch Neuruppin kann eigensinnig sein. Darüber könnte man sich mit dem alten Fontane trefflich unterhalten. Aber hier gibt es keinen zu großen Staatsrock, in den die Person erst hineinwachsen muss, die ihn trägt, sondern im Eigensinn von Birgit Schröder gibt es Damenmode, die individuell ist. Und nicht eigensinnig, das ist ein Unterschied. Thomas, du kommst ja aus der Stadt der 3O. Karl-Marx-Stadt. Richtig. Deswegen lade ich dich jetzt auch mal ins Café mit den 4K ein. Kaffee, Kunst, Kuchen und Keks. Wir filmen ja auch in 4K. Neuruppin ist koffeinhaltig. Eigentlich will man das ja gar nicht. Aber mit Kunst auf den Tischen und an den Wänden scheint im Stadtcafé die Zeit wie im Flug zu vergehen. Apropos Zeit, im Moments verbringt man seine Zeit in Neuruppin mit schönen Momenten. Und auf dem rustikalen Palettengestühl vor dem Haus gilt nicht: draußen nur Kännchen. Und auch im Schulmeister geht's um die Zeit. Nämlich darum, dem Gast die Zeit im Café so angenehm wie möglich zu machen. Nachsitzen hat noch nie so gut geschmeckt. Und das nicht nur als Café, sondern auch als Veranstaltungsort für zum Beispiel Lesungen oder Musik. Und hier gibt's sogar auch Sonntagsfrühstück. Kaffee gibt's übrigens auch bei Chibo. Und wer etwas gediegenere Kaffeehausatmosphäre mit einem breiten Angebot an Hüftschmeichlern mag, verbringt seine Zeit in einer der Traditionskonditoreien und Cafés. Zum Beispiel dem Café Hut mit 170-jähriger Geschichte. Oder im Café Steuer, das mit seinem Gründungsjahr 1938 nur unwesentlich jünger ist. Neu hinzugekommen
Und damit noch ziemlich jung ist das Café Four Seasons. Mit zum Beispiel diesem Pistaziengebäck und mal anders interpretierter Kaffeehausatmosphäre. Man sieht, in Neuruppin steht die Zeit niemals still. Eugen Dumrath, seit 1902 Ihr Ansprechpartner für Uhren und Schmuck in Neuruppin. Das ist er, der dicke Judajan, das Denkmal für Friedrich Wilhelm II. Der dicke Judajan, das war der direkte Nachfolger von Friedrich II. Und der war an der Macht, als die Stadt abbrannte. Neuruppin blüht auf. Im Aufgeblüht in der Karl-Marx-Straße wird verkauft, was blüht und Blätter hat. Schon vorgebunden für die mit wenig Zeit oder direkt wunschgemäß zusammengestellt für die, welche mehr Zeit haben. Auf jeden Fall mit Stil. Die Beschenkten wird's freuen. Aufgeblüht ist Neuruppin nach dem Stadtbrand 1787 auch. Das Geld für den Wiederaufbau, saß Friedrich Wilhelm II. In dieser Zeit allerdings alles andere als locker, war er doch mit dem als verschwendungssüchtig geltenden hessischen Lieschen verheiratet und der anstehende Kurparkausbau des Oderbruchstädtchens Freienwalde, inklusive Kurmittelhaus, war sicherlich auch nicht kostenfrei zu haben. Aber trotzdem beauftragte er die Planung und den Wiederaufbau der Stadt, welche 1806 mit dem Fertigstellen der Pfarrkirche St. Marien als abgeschlossen galt. Also sozusagen vielen Dank, alter Herr. Und so präsentiert sich unsere schöne Stadt heute fast genauso wie auch schon 1806. Übrigens, Fontane mochte sie nicht. Nochmal brennt Neuruppin nicht ab. Dafür sorgen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Die lassen nichts so schnell anbrennen. Und wenn nicht gelöscht wird, wird gesprengt. Von seinem Sockel guckt Friedrich Wilhelm II. Heute direkt aufs alte Gymnasium am Schulplatz in der Stadtmitte. Bildung sollte fortan den Mittelpunkt der Stadt prägen. Im 1791 eröffneten Gymnasium gingen Theodor Fontane, Karl Friedrich Schinkel und auch Wilhelm Gentz zur Schule. Heute ist Markt auf dem Schulplatz. Hier gibt's allerhand Regionales, vom Feld, vom Beet und aus dem Gewächshaus, aus dem See, aus der Backstube und aus dem Stall und von der Weide. Es gibt Produkte, die nicht ganz so regional sind und welche von ganz weit weg. Naja, aber irgendwie doch regional. Und es gibt Katinkas Gewürzoase. Neuruppin ist bunt und scharf. Hier gibt's eine Riesenauswahl an Gewürzen aus aller Welt. Mein Tipp: probieren Sie den geräucherten Knoblauch. Von Katinka persönlich aus Frankreich abgeholt. Und wieder so richtig regional sind Honig und Honigprodukte vom Imker um die Ecke. Und das sogar auch hochprozentig. Und wer Hunger hat, kriegt auf der einen Seite des Marktes in Macs Foodtruck herzhafte Kleinigkeiten regionaler und saisonaler Küche. Und auf der anderen Seite das süße Pendant. Nämlich Waffeln von Quint und Quentchen. Aus Wesenberg, aber das ist eigentlich auch fast regional. Und Bratwurst gibt's bei Grillmatze. Eine vegetarische Bratwurst wirst du auch heute bei ihm nicht los. Nein. Danke, ne? Trotzdem, danke. Mach's Ciao. gut, tschüss. In der Bilderbogenpassage nimmt Frau sich in Carolas Miederstübchen Zeit. Während Mann auf dem Männerparkplatz abgelegt wird. Und da sollte er auch sitzen bleiben, denn Klein, fein, La Strada, la Dolce Vita. La Strada ist in Neuruppin das Damenmodegeschäft mit ausgesuchter italienischer Mode. Und es ist immer besser zu sitzen, wenn die eigene Frau mit einem Stahlhelm bekleidet den Laden wieder verlässt. La Dolce Vita im Schützengraben.
Bioprodukte gibt's im Grünkernladen. Und jetzt kommt was für den großen Hunger. In Neuruppin sind immer freundliche Menschen. Was für diesen Zeitgenossen zweifellos zutrifft. Und schon ist er wieder weg. Im Vorfeld meines Besuches habe ich mich natürlich auch ein bisschen über Neuruppin belesen, diverse Videos geschaut. Und unter anderem ist mir aufgefallen, die Apotheken in Neuruppin, die haben ja eigentlich viele eine ganz besondere Tradition, oder? Ja, in dieser Apotheke hier hinter uns, der Löwenapotheke, ist nämlich Theodor Fontane zur Welt gekommen und hat dort gewohnt. Diese Apotheke ist am alten Paulinenauer Bahnhof. Von hier führte die erste Eisenbahnstrecke von Neuruppin nach Paulinenaue quer durchs Luch und hatte dann direkten Anschluss an die Hamburger Bahn. Neuruppin hat Anschluss. Heute ist Neuruppin im Stundentakt mit Wittenberge oder Berlin verbunden. Das soll sich in Zukunft sogar noch verkürzen. Der Turm des historischen Bahnhofsgebäudes Rheinsberger Tor ist übrigens den Türmen des Rheinsberger Schlosses nachempfunden. Ach, meine geliebte Eisenbahn. Und wo wir gerade bei Apotheken sind, die Zieten-Apotheke kann mittlerweile auch auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Deutlich länger schon strahlt der Goldene Adler der 1564 gegründeten ältesten Apotheke der Stadt. Während sich die Fontane Apotheke auf dem historischen Gelände der Druckerei Oemicke und Riemschneider befindet. Viel Geschichte, hast recht, Thomas. Und jetzt zeige ich dir noch einen Laden, der für mich die gleiche Anziehungskraft hat wie für Frauen zum Beispiel ein Schuhgeschäft. Neuruppin und Haushaltwaren Inseln in höchster Qualität bietet alles, was so geht. Und das seit mittlerweile über 150 Jahren. Denn mit Discounterqualität der Haushaltswaren, und hier gibt es alles von Abtropfsieb bis Zuckerdose, hätte dieses Traditionsgeschäft niemals 150 Jahre überlebt. Und einkaufen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, macht hier einfach Spaß. Sie als Wandersmann, viel Spaß weiterhin, fühlen sich wohl in Neuruppin und alles Gute. Na, das ist eine nette Überraschung, vielen Dank. Dann werde ich beim Wandern künftig an Neuruppin denken. Und Thomas, ein Traditionsgeschäft in der Karl-Marx-Straße muss ich dir unbedingt noch zeigen. Herzlich willkommen in unserem über 100 Jahre alten Traditionsgeschäft. Wir führen es bereits in der 3. Generation. Hier erhalten Sie neben hochwertigen Spirituosen auch eine exzellente Beratung. Ach so, mal unter uns. Ich habe mich hier schon öfter beraten lassen. Ja, du stehst schon und guckst ganz interessiert. Ja. Zu Recht. Das ist die ehemalige Pfarrkirche St. Marien. Die ist entweiht und ist heute Kulturkirche. Wir haben einen ganz findigen Kulturmanager in der Stadt. Hier gibt es viele großartige Bands, die hier auftreten. Ausstellungen, zum Beispiel Armin Müller-Stahl hat hier schon ausgestellt. Gebaut wurde die Kirche übrigens zwischen 1801 und 1806. Hier in der Nähe befindet sich auch das Denkmal von Karl Friedrich Schinkel, aber da gehen wir gleich hin. Aber mit dem Thema Kultur hast du ja noch ein richtiges Stichwort gegeben. Denn Rockmusikfans verbinden mit Kultur in Neuruppin ja noch viel mehr. Das würde ich mir auch noch gerne anschauen. Worauf spielst du an? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel den Stadtgarten oder vielleicht ein bisschen vor den Toren der Stadt der Hangar auf dem alten Flugplatz. Als Fan von Rockmusik ist der Hangar Neuruppin ja überregional bekannt. Kennt ihr in Sachsen auch ja, tatsächlich? Natürlich, Ja, selbstverständlich. Aha. Was hat es denn damit auf sich? Neuruppin fliegt mit Überschall. Seit 1991 allerdings nicht mehr mit sowjetischen MiG-Düsenjägern, sondern im Hangar 312, einem im Jahr 2018 vom Veranstaltungstechniker Christian Jure geschaffenen Kulturort und fast Mini-Vergnügungspark, welcher mit Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, Messen, Flohmärkten und Rock- und Popmusikkonzerten Bekanntheit erlangte und mit der Veranstaltung Popkultur Ost, Klassentreffen der Ostmusik, sogar deutschlandweit auf mediales Interesse stieß. Und es gibt noch mehr auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes. Wir sind hier 2 Segelflugvereine, die seit 1997 hier auf dem ehemaligen Militärflugplatz Segel fliegen, machen das seit 2000 auf dem eigenen Grundstück
und haben alle viel Spaß dabei. Wir sind 2 Berliner Vereine, die aber auch Mitglieder inzwischen hier aus Neuruppin und aus der Brandenburger Umgebung gewinnen könnten und haben bisher eigentlich nur Positives erleben oder widerspiegeln können. Am Anfang war man noch ein bisschen kritisch, weil die militärische Nutzung vorher halt den Platz hier, gerade bei der Musikersiedlung, alles ein bisschen negativ gestimmt hat. Aber bisher haben wir eigentlich nur positives Feedback gehört, weil das Segelfliegen als solches, mal von dem Motorsegler mal abgesehen, der mal ein bisschen Rasenmähergeräusch macht, aber ansonsten haben wir einen relativ leisen und ruhigen Flugbetrieb, für den sich bisher alle begeistern konnten. Thomas, ich frage dich jetzt zum letzten Mal, willst du auch mitfliegen oder nicht? Ach, weißt du, Matthias, in meinem Leben bin ich viel zu oft sinnlos in die Luft gegangen. Drum bleib ich heute lieber am Boden und lass dir den Vortritt und wünsche dir viel Spaß dabei. Dann wissen auch andere Luftfahrer, deswegen habe ich über Funk Bescheid gesagt, dass jetzt hier ein Start stattfindet. Andere Luftfahrer heißt einfach Motorflieger oder Hubschrauber. Jetzt geht's los. Wenn Druck auf den Ohren ist, und leichtes Gähnen oder Schlucken ausgleichen. Schon ist die Zeit von alleine aus. Ja, aber über Ohren, ich denke nochmal nach, das ist nicht irgendwie die Leiter, was da drin hängt. Was für ein Erlebnis, wirklich. Also ich bin da eher gerührt statt aufgeregt. Ja, und das freut mich. Von hier oben kann man toll die historische Stadtanlage Neuruppins erkennen, die Wiege Neuruppins Altruppin und natürlich den Ruppiner See. Und ist das da ganz hinten nicht die Küritz-Ruppiner Heide? Neuruppin ist freie Heide. Und die blüht mittlerweile schon lange, ohne Dieselgestank, Pulverdampf, Panzerkettengerassel und Bombendetonationen. Zu verdanken haben wir das der Bürgerinitiative Freie Heide, welche erfolgreich gegen eine weitere militärische Nutzung nach dem Abzug der Sowjetarmee gekämpft hat. Heute wird ein großer Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes von der Heinz-Sielmann-Stiftung verwaltet, ist Naturpark und in weiten Teilen für jedermann zugänglich. Wir setzen zur Landung an. Kurz vor dem Boden werde ich die Vögel jetzt rausleiten, die normal zur Landung kommen. Und dann setze ich dann hier an beim See. Und dann kommen wir auch zum Stillstand. Vereinsmitglieder, welche älter als 14 Jahre alt sind, dürfen auf dem abgesperrten Gelände sogar Autofahren üben. Und das sogar mit Wunschnummernschild. Vielen Dank nochmal für das Erlebnis. Und Thomas, nächstes Mal. In Neuruppin darf das Runde nicht ins Eckige. Nicht nur die Handballer. Neuruppin kleidet sich sportlich. Auch andere Vereine stattet David vom Sportschlüter mit allem Notwendigen aus. Auch die Fontane-Radler? Neuruppin ist Stadtradeln. Die Neuruppiner Stadtradeltruppe kämpft jedes Jahr um Kilometer gegen andere Stadtradelgruppen deutschlandweit. Das Schinkel-Denkmal, das irritiert mich dann doch ein bisschen. Also Schinkel und Berlin wäre ja logisch, aber Schinkel und Neuruppin, also meines Wissens hat er doch hier gar nichts gebaut, außer ein paar Kirchen im Umland. Natürlich hat Schinkel hier nicht selbst gebaut. Aber es gab von ihm oder seinem Team, würde man heute sagen, so einen Plan für eine preußische Standardkirche, von denen es hier in verschiedenen Formen und Bauausführungen einige in der Region gibt. Und an der Temnitzkirche in Netzeband, heute kultureller Mittelpunkt des Ortes und Hauptdarstellerin im Netzebander Theatersommer, treffen wir auf einen alten Bekannten. Schinkel ist aber hier in Neuruppin geboren. Aha. Und seine Mutter lebte noch im sogenannten Prediger-Witwenhaus. Das ist heute Sitz der Schinkel-Gesellschaft. Das Denkmal, was wir hier sehen, hat Max Wiese geschaffen, ein bekannter Bildhauer, der übrigens auch für das Fontane-Denkmal, das wir beim Beginn der Wanderung gesehen haben, verantwortlich ist. Ja, dann sollten wir das Haus von der Schinkel-Mutter unbedingt noch mal anschauen, oder? Machen wir. Gut.
Okay, also das ist dieses Predigerwitwenhaus. Aber weißt du, das wirft doch eigentlich die nächste Frage auf. Welchen Zusammenhang gibt es mit diesem Haus, mit der gegenüberliegenden Weinstube? Keine Ahnung. Ob es an Schinkel lag, weiß ich nicht. Aber lass uns einfach mal reingehen, wir werden es rausfinden. Wir sind im Weinhaus am Neuen Markt. Wir sind seit 25 Jahren hier. Wir sind der Kiez. Hier trifft man sich, hier ist Action, hier ist Bewegung. Wir sind ein junges, dynamisches Team und wir leben mit dem Thema Wein, mit Cocktails. Gibt auch ein Bier, gibt ein Whisky, gibt ein Rum, gibt ein Gin. Also wir sind da sehr offen, sehr neugierig und qualifizieren uns auf diesem Bereich auch immer wieder weiter. Wir haben Spaß und das merken auch unsere Gäste. Also die Ecke hier finde ich, die sieht doch so vom Stil, vom Flair völlig anders aus wie das ganze Neuruppin, was du mir bisher gezeigt hast. Ja, irgendwie so wie eine wirkliche Altstadt, wie man die sich vorstellt, oder? Also hier unten ist es wirklich so, dass hier die Gebäude gestanden haben, die den Stadtbrand überlebt haben. Hier unten gibt es noch ein paar richtige Fachwerkhäuser. Und dieser Platz hier, das ist der sogenannte Neue Markt. Das ist der ehemalige Neuruppiner Fischmarkt. Da hinten gibt es für die Kinder, hier ist ein großer Wasserspielplatz draus geworden. Ein Fischernetz zum Klettern. Genau wieder drehen, sodass du immer über 2 läufst, sonst fliegst du. Neuruppin ist Gemeinschaft. Okay, wir machen gemeinsam Sport. Mit denen ich gemeinsam Sport machen, mit denen habe ich mal keinen Stress auf der Straße. Das soll ein Modell sein, das soll ein kostenloses Modell sein. Darum geht es mir in erster Linie. Also ganz simple eine Botschaft, die dahinter ist. Das kommt dann aus dem Selbstverteidigungsbereich mehr oder weniger. Wir lernen ein bisschen Kraft, Ausdauer. Wie erkenne ich einen Konflikt? Wie komme ich weg? Ja, und ich lasse keinen zurück. Wie hole ich Hilfe? Wie spreche ich jemanden an? Die Zusammenkunft, das sind wir. Danke, Marcel. Tretmühle. Also im Sommer im Weinhaus am Neuen Markt draußen mit einem Glas Weißwein sitzen und dabei die Kinder beim Spielen auf dem Wasserspielplatz beobachten. Hier kann man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein begehrter Platz für Eltern. Hunger? Bäcker. Neuruppiner sind scharfe Ruppiner. Bei Bäckerei Plagemann heißen die Frühstücksbrötchen auch schon mal dicke Ossis. Und es gibt saisonbedingt schon Weihnachtsgebäck. Es gibt je nach Urlaubsort internationale Backkunst, zum Beispiel, Vorsicht Autofahrer, Schottland Brownies, Amarettis aus Italien und, vorbildgerecht, bayerische Zugspitzen ohne Gipfelkreuz. Und natürlich, es gibt den berühmten scharfen Ruppiner und der geht so. Hier läuft der Brotteig um 2:30 Uhr. Die Maschine ist so alt wie ich, Baujahr 68. Und das ist zu sehen, das ist doch ganz schön staubt in der Handwerk in der Bäckerei. Was wäre die scharfe Ruppiner? Hier kommt das Brot auf Gare. Bisschen Muckis sind da schon angegangen. Da ist es, der scharfe Ruppiner, und ich durfte dabei sein. Vielen Dank. Gern geschehen. Sogar in der Dose, wenn das Fontane schon gewusst hätte und wem's in der Backstube zu trocken war. Also ich habe so anstrebend, dass es entweder gut oder besser sein muss, die Qualität, ne? Also ich hätte ja nicht erwartet, dass so eine relativ kleine Stadt sogar noch Verkehrszeichen aus Zeiten vom alten Fritz zu bieten hat. Neuruppin ist Kunst. Neuruppin ist meine Heimat. Ist bunt und vielfältig. Genau wie mein Atelier am Neuen Markt 1, die kleine Malerei. Die Künstlerin Silvia Pietschmann malt nicht nur Motive ihrer Heimatstadt in, wie sie es selbst beschreibt, Farben, die zaubern können. Sie schafft in ihrer kleinen Malerei am Neuen Markt auch mit verschiedensten Techniken Werke mit Tiefe und Tiefgang.
Neuruppin ist Backtradition. Wir Bäckerei Gröppler bestehen schon seit 1863 und wir führen diese Firma in der 5. Generation. Was darf es denn sein? Gib mir mal bitte 2 von euren berühmten Brötchen. Denn nur hier gibt es die berühmten Brötchen, wegen derer die Leute hier manchmal bis auf die Straße anstehen. Los geht's. Darf sonst was sein? Und dann gib mir mal, Thomas, extra für dich, eins von deinen Ochsenaugen. Die gibt es nämlich nur hier mit 2 Keksen. Das ist eigentlich ein Keks zu viel. Es gibt aber dafür auch mehr fürs Geld. Ob Hausmüll, Papiermüll, gelbe Sackmüll, Sperrmüll, Sondermüll, Biomüll oder Bauschutt. Neuruppin bleibt sauber. Alles weg. Dank der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Technik und Logistik der Abfallwirtschaftsunion aus Prignitz-Ruppin. Stellen Sie sich mal vor, die fallen mal so 1-2 Wochen aus. Vielen Dank für eure Arbeit. Deine Idee, das Weintrinken auf heute Abend zu verschieben, ist wahrscheinlich doch besser. Und wenn ich hier lese, Teetraum, das ist für die Temperatur doch bestimmt der bessere Einfall, Mein Teetraum wäre dann allerdings eher ein Eistee. Also okay. Einen heißen Tee brauche ich jetzt bestimmt nicht. Lass uns reingehen. Ich kenne. Bei dir gibt es Tees aus aller Welt, ein sehr vielfältiges Angebot und gute Beratung noch dazu. Du hast auch dafür gesorgt, dass der Name Degener Likör auch weiterhin hier in Neuruppin und über die Stadt hinaus in aller Munde ist. Wir haben 2007 die Markenrechte übernommen und wir wollen, dass die Geschichte noch ewig weitergeht mit den Degener Sachen. Ich habe aber auch gehört, dass du mittlerweile eigene Kreationen. Ja, wir haben eine eigene Kreation auch. Wir machen Eierlikör, wir machen ein Aquavit. Ein Aquavit als Verdauerlich für abends. Ich bin eiskalt. Das weiß ich. Und Torte gibt's auch. Oh, da hast du aber ganz schöne Brummel darauf geladen. Matthias, wie du weißt, liebe ich unser Erzgebirge ja wirklich. Und das ist wirklich wunderschön. Aber mit einem können wir mit euch nicht mithalten. Mit euren schönen Seen überall. Weißt du, was toll wäre? Wenn es hier eine Schifffahrt gäbe und wir mal eine Runde Boot fahren. Wie denkst du? Neuruppin hat immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Wir würden gerne noch 2 Stückchen Kuchen bestellen. Wir nehmen 2-mal ohne Sahne. Danke. Wir sind mit dem Schiff auf dem Ruppiner See unterwegs. Die Ruppiner Fahrgastschifffahrt bietet in der Saison mehrmals pro Woche Rundfahrten, die 1 Stunde dauern. Rundfahrten, die 2 Stunden dauern, die machen wir heute. Und es gibt die wohl schönste Tour über 5 Seen in die Ruppiner Schweiz. Hier sind wir jetzt im Herzen der Ruppiner Schweiz, an meinem absoluten Lieblingssee, dem Tornosee. Aber hier sind wir immer wieder gerne, auch mit den Fahrrädern. Und da hinten gibt es eine unwahrscheinlich schöne Ausflugsgaststätte, das ist die Boltenmühle. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Der Name ist durchaus überregional bekannter. Stimmt, einfach verlockend. Das ist natürlich, was dich vielleicht noch besonders interessiert, eine ausgewiesene Wanderregion. Ja. Ne? Es gibt hier mittlerweile ein wirklich gutes Wanderwegenetz und immer gelangt man irgendwann irgendwie an einen See. Und fühlst dich zu Hause ganz schön bergig wie im Erzgebirge, oder? Oh ja, definitiv. Ein Müller namens Bold oder Bolte hat einst die Mühle betrieben. Das gab ihr dann noch den Namen. Nach dem Ende des Mühlbetriebs entstand hier eine beliebte Ausflugsgaststätte, die mittlerweile auch zu meinem oder unseren Lieblingsorten hier in der Ruppiner Schweiz gehört. Hier kann man prima mit dem Kanu hinpaddeln, mit dem Auto herfahren, Fahrrad wandern. Das ist alles möglich. Übrigens, kleine lustige Geschichte am Rande. Die bösartige Ehefrau des Müllers soll nach ihrem Tode auch weiterhin hier als Hexe herumspuken. Ein alljährlich stattfindendes Hexenfest erinnert heute daran.
Ein Glück, dass wir nicht dort übernachten, oder? Habe ich schon gemacht, ist nichts dran. Übrigens, Thomas, das da hinten ist, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ehemalige Schloss des berühmten Husarengenerals von Zieten. Dieser hatte es zu hohem militärischen Ansehen gebracht und war Berater und väterlicher Freund von Friedrich II. Heute ist das Schloss Sitz der Richterakademie und kultureller Veranstaltungsort. Die Söhne vom alten Zieten und vom alten Knesebeck aus dem benachbarten Kave inszenierten hier auf dem Ruppiner See mal eine Seeschlacht, welche Matthias Zargon-Holstein hier in dieser Skulptur in Szene gesetzt hat. Die Kaver hielten sich nicht an die vorher vereinbarte Choreografie und gewannen. Dieser Sieg konnte allerdings nicht verhindern, dass knapp 200 Jahre später das hübsche Schloss auf dem jetzt nicht mehr Knesebeckschen Landgut ein Opfer der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde. Man riss es 1983 einfach ab. Ein Wiederaufbau an gleicher Stelle geriet viel zu klein und rostet jetzt schon, wie man's auch immer macht. Neuruppin ist Anglerglück. Die Neuruppiner Region ist mit ihren vielen Gewässern sicherlich ein Paradies für Petri-Jünger. Und wem wieder erwarten, dass Angelglück nicht hold ist, der fängt seinen Fisch einfach in der Fischzucht Zippelsförde. Mit Fanggarantie. Oder kauft ihn, wenn es da auch nicht geklappt hat, roh oder schon fertig zubereitet im zugehörigen Ladengeschäft. Lachsforelle, Saibling, normale Forelle. Lachsforelle bitte. Hier? Ja. Und kommt vielleicht in Erklärungsnot. Kannst du mir schon glauben, der war schon geräuchert, als er gebissen hat. Sonnenseite. Da hinten an der Wiese hinter den Bäumen siehst du, Thomas, übrigens das alte Gnevikower Gutshaus. Und so ruhig und beschaulich wie hier am Gnevikower Bootsanleger ist es nicht überall. Nur wenige 100 Meter weiter probt hier die Neuruppiner Band optimal für einen Open-Air-Auftritt in Neuruppin. Neuruppin ist Licht. Neuruppin ist fit und gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Jedes Päckchen ist 100% Gesundheit für jeden Tag. Prost! Auf ein gesundes Neuruppin. Auf jeden Fall. Unser kleiner Schiffsausflug nähert sich dem Ende. Das letzte Stück Kuchen konnten wir wirklich nicht mehr schaffen, aber Hunger hatten wir trotzdem. Oder war das nach dem Kaffee und dem Kuchen einfach nur Appetit? Wer einmal vom wohltuenden historischen Flair rund um den neuen Markt geschnuppert hat, würde sicherlich einen regelrechten Frevel begehen, wollte man eines der ältesten Erben der Stadt links liegen lassen. Denn über die Siechenstraße erreichen wir nach wenigen Schritten den Gebäudekomplex eines der früheren Siechenhäuser. Heute würde man sagen, eine Pflegeanstalt oder noch besser Isolationsstation bei schweren oder ansteckenden Krankheiten. Dort wurden alte, kranke und vor allem arme Menschen gepflegt. Heute ist das alte Siechenhospital Hotel, aber nicht nur für Alte und Kranke. Neuruppin ist Equinox. Die Siechenhauskapelle ist die Geburtsstätte der Equinox-Musiktage, die zweimal im Jahr in Neuruppin stattfinden. Und zu diesem Festival kommen renommierte, bekannte, professionelle Musiker aus ganz Europa, um hier zu musizieren. Die heute wunderschön sanierte St. Laurentius-Kapelle wurde 1491 an das etwas ältere Siechenhospital angebaut. Heute ist sie beliebter Kulturort für zum Beispiel Konzerte oder Ausstellungen und man kann hier sogar heiraten. Das sogenannte Obhus, hier so halb schräg hinter dir, das Fachwerkhaus, das ist etwa 200 Jahre jünger und ist so ein klassisches Hinterhofgebäude mit seinen Laubengängen. Das hatte
Im Grunde die gleiche Funktion wie das Siechenhospital. Hier wurden Alte und Kranke versorgt und vor allen Dingen ernährt. Also das heißt, wir bekommen hier Essen und Trinken. Hier drin gibt es also die Gaststätte Obhus, die seit einigen Jahren von jemandem betrieben wird, der genauso heißt wie deine Heimatstadt. Und da schließt sich der Kreis. Na, das nennt man Pointe. Karl Marx heißt er übrigens Guten nicht. Appetit. Na dann, lasst euch schmecken. Was hat es eigentlich mit der fehlenden Darmtoilette hier in Neuruppin auf sich? Also genau weiß ich es auch nicht, aber der Platz, an dem wir hier stehen, der Braschplatz, war früher der Exerzier- und Paradeplatz. Neuruppin war immer schon Garnisonsstadt. Früher wohnten die Soldaten so. Etwas weniger früher dann so, noch weniger früher so oder so, dann so und irgendwann sprachen sie Russisch. Und ich vermute mal, dass das die Toilette für die übenden Soldaten waren, denn SoldatInnen gab es damals noch nicht. Heute marschieren hier allerdings Frauen in Uniform. Die Neuruppiner Funkengarde eröffnet jedes Jahr das größte Volksfest zwischen Ostsee und Berlin, den Neuruppiner Martini-Markt, mit über 100 Schaustellern, Gastronomen und Händlern. Und der hat Tradition. Bereits 1655 erteilte der damalige Kurfürst die Erlaubnis für einen Bauernmarkt rund um den Martinstag. 150 bis 200.000 Besucher wie heute wird er damals nicht gehabt haben, denn er war sicherlich nicht 1,5 Wochen lang und elektrischen Strom gab's auch noch nicht. Ich mag diese Stadt. Von denen, die irgendwann mal weggezogen sind, kommen viele zurück. Und die hier wohnen, wollen eigentlich nicht weg. Ich bin gern ein Puzzleteil in diesem 32.000er. Oder besser noch, ein Zahnrädchen in diesem Innenstadtgetriebe. Wie wohl meinem Chemnitzer Kumpel diese Stadt gefallen hat. Am besten, ich frag ihn mal. Also ich muss sagen, dank dir und deiner vielen Mitbürger, die ich kennenlernen durfte, kann ich deine Theorie und deine These nur unterstreichen. Es ist ganz toll und an Neuruppin sollte man nicht vorbeifahren. Weißt du, nach den 3 anstrengenden Tagen wünsche ich mir das nächste Mal, du würdest vorbeifahren. Danke. Zum Wohl, das haben wir uns jetzt wirklich verdient.